Es ist bald Weihnachten und somit Zeit für schnelle Geschenke. Deshalb habe ich mir überlegt, euch in diesem Video eine Orangen-Thymian-Vinaigrette zu zeigen, die recht pfiffig ist und ein wirklich originelles Geschenk darstellt. Und es geht recht einfach. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich werde euch heute zeigen, wie man eine selbstgemachte Vinaigrette macht, in diesem Falle ein Orangen-Thymian-Vinaigrette. Diese Vinaigrettes sind wirklich relativ pfiffig, weil wir haben hier nämlich das Öl und dieses Essiggemisch bereits in der Flasche drin. Die hat also alles bereits, was sie braucht, und dann mischt man die tatsächlich nur noch und kann sie einfach verwenden. Das sieht dann folgendermaßen aus. Braucht einen Augenblick, Moment. So. Wenn sie gemischt ist, sieht sie richtig schön aus. Der Thymian, der verteilt sich schön, der bleibt richtig ein bisschen am Platz und es ist relativ dickflüssig. Und man kann das einfach so über den Salat gießen. Wenn man ein schönes Säure-, Süße- und Salzverhältnis hat, braucht es tatsächlich gar nicht viel mehr. Und das werde ich euch heute zeigen, wie es geht. Für dieses Rezept brauchen wir 100 Milliliter gefilterten Orangensaft und dazu pressen wir als erstes mal die Orangen aus. Von dem Orangensaft filtern wir 100 Milliliter durch ein Sieb. Jetzt füllen wir 100 Milliliter Weißweinessig zu dem Orangensaft. Dann tun wir das Ganze in einen Topf. Dazu kommen 120 Gramm Zucker, ein halber Teelöffel Thymian und ein halber Teelöffel Salz. Das Ganze bringen wir jetzt auf dem Herd zum Kochen, damit sich das schön vermischt. So, und das Ganze kochen wir jetzt auf. Einmal reicht, dass sich der Thymian schön vermischt und alles schön homogen ist. Da hat sich ein bisschen Schaum gebildet. Den werden wir in diesem Falle aber einfach drauf lassen, weil sonst würde der ganze Thymian mit rausgehen. Das wollen wir ja nicht. Es soll ja schön geschmackvoll sein. Das sieht man aber auch am Ende dann nicht, wenn das alles vermischt ist. Ich habe jetzt hier die Thymian-Essig-Mischung und wie man sieht, da ist auch noch Schaum drauf. Das macht aber nichts, weil das sowieso verschwindet, wenn es gemischt wird. Das ist natürlich jetzt schon komplett abgekühlt, weil wir benutzen für den nächsten Schritt kaltgepresstes Olivenöl. Das wollen wir ja nicht erhitzen. So, ich habe das jetzt in meinem Messbecher und werde jetzt dazu das Olivenöl geben, und zwar 200 Milliliter. Ich arbeite hier mit der Skala und nicht mit der Karaffe. Ich hoffe, ich habe da genug drin. So, ja. So. Okay. Das wird sich jetzt trennen. Das kann man hier vielleicht auch ganz gut sehen. Da ist so ein bisschen, das Olivenöl setzt sich jetzt oben ab. Dann bildet sich eine Schicht Thymian und darunter ist die Orangenflüssigkeit. Und das ist eigentlich ganz hübsch. Das sieht auch in der Karaffe ganz hübsch aus. Allerdings wollen wir es jetzt ja abfüllen. Und da ist jetzt der Trick, wie kriegen wir das jetzt so in die Flasche, dass in jeder Flasche genau das gleiche Mengenverhältnis ist. Und die Lösung ist ein Schneebesen. Damit werde ich das Ganze jetzt mischen, emulgieren. So, das wird jetzt eine richtig schöne Salatsauce. Das könnt ihr hier vielleicht sehen. Ja? So.
Das wird sich nach einer Zeit wieder trennen. Aber fürs Abfüllen brauchen wir das so. So. Das fülle ich jetzt in diese schönen Fläschchen ab. So. Und so haben wir nämlich für jede Flasche genau das richtige Verhältnis von beidem drin. Sieht richtig hübsch aus, finde ich. Riecht auch toll. So. Da wir ja Weihnachten haben, habe ich hier schon mal eine schöne Sternenflasche genommen. Als Verschluss habe ich mich entschieden, hier so ein, also wenn man einen Ausgießerverschluss nimmt bei sowas, sollte man etwas nehmen, was oben groß genug ist, damit die Thymianstücke auch durchkommen. Wir wollen ja, dass die auch mit rauskommen. Da gibt es hier schöne Lösungen für. So, der hier hat sogar einen Originalitätsverschluss. So. Also einmal ist das die eine Flasche und hier habe ich mich für einen normalen Holzverschluss entschieden. Wenn man das verschenkt, sollte man es vielleicht vorschütteln, vielleicht auch nicht, weil geschüttelt sieht es wirklich richtig hübsch aus. Wenn das jetzt länger steht, setzt sich wieder das Öl oben ab und der Essig unten und das sieht dann auch sehr hübsch aus. Aber wie gesagt, vor Gebrauch immer schütteln und dann kann man das einfach so als Salatsauce verwenden.